Berater im Paradies. Der Titel ist mir heute eingefallen und ich wollte immer schon ein Video in die Richtung machen. Und jetzt ist es soweit. Was meine ich damit? Ich lebe, wie ihr sehen könnt, mit Blick aufs Meer. Ich lebe auf Mallorca, das seit 8 Jahren, und meinen Beruf kann ich von hier aus ausüben. Und ich finde, ich habe einen der schönsten Berufe der Welt, weil ich nämlich Menschen helfen kann, Unternehmen helfen kann und ich unheimlich viel von der Welt sehe. Auch wenn zu 80% meine Kunden in Deutschland sitzen und ich natürlich von hier aus bequem immer mal nach Deutschland fliegen kann. Aber tatsächlich mache ich auch wirklich 95% meiner Arbeit von hier aus, von diesem Schreibtisch aus, wenn ich nicht gerade irgendwo am Wasser im Café sitze oder in der Stadt. Das geht natürlich auch sehr gut, aber meine Meetings mache ich dann doch lieber von hier. Es sieht irgendwie doof aus, wenn man dann tatsächlich am Strand sitzt. So, aber was mache ich überhaupt und warum finde ich diesen Beruf als Berater, als Consultant so wahnsinnig schön? Erstmal, was ist ein Berater? Da gibt es Facetten, so wie Sand am Meer. Es gibt Finanzberater, es gibt Lebensberater, es gibt die klassischen Unternehmensberater, die sich dann noch auffächern in Marketingberater. Dann natürlich Berater, die dir irgendwie bei Mergern helfen oder bei anderen Arten von Transaktionen. Es gibt Personalberater, die dir Personal vermitteln und so weiter und so fort. Wenn ich sage Berater, dann ist das in unserem Jargon der Unternehmensberater. Das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen und auch da gibt es viele, die sich spezialisiert haben auf kleine, auf große Unternehmen. Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ich mich nicht spezialisiert habe. Ich arbeite mit Startups, ich arbeite mit kleinen, mittleren Unternehmen, mit mittelständischen Unternehmen, mit Konzernen aller Größe. Ich arbeite mit Gesellschaften von 10 Mitarbeitern bis in die Hunderttausende. Ich weiß noch ein Projekt im Kölner Raum, wo man dann in einem Gebäude sitzt mit 8000 Menschen. In Hamburg, wo man auf einem Gelände sitzt, wo man 5 Kantinen zur Auswahl hat. Das ist schon total faszinierend, was man da alles sieht. Und mein spezielles Feld ist Marketing, Positionierung, Strategie. Was mache ich da? Ich gehe in die Unternehmen rein und schaue mir an, wie sie am Markt positioniert sind. Das heißt, an welche Kunden richten sie sich? Erstmal sind das Geschäftskunden, sind das Privatkunden, also B2B oder B2C. Und bei mir fällt es sich so die Waage. Also meistens sind es Privatkunden, aber die meisten Unternehmen haben eben auch beides. Und kann sein, dass ich mich da auf eine von den beiden konzentriere, aber meistens hat beispielsweise die Positionierung natürlich Einfluss auf beide Kundengruppen. So, und was heißt Positionierung? Ich gucke mir also an, was hat das Unternehmen für Werte, was vertritt es, wie denkt es, wie fühlt es, was ist auch so ein bisschen aus dem Unternehmen heraus die Stimmung und aus der Historie. Das entwickle ich dann beispielsweise, schaue ich mir Marktforschungsunterlagen an, die da sind. Ich weiß noch, eins meiner ersten Projekte war bei einem großen deutschen Mobilfunkanbieter. Ja, und dann hat man dann einen Haufen Marktforschungsunterlagen. Das geht dann in die Hunderte, Tausende von Seiten. Und das ist alles super fundiert, super spannend, aber da kann ja keiner mit arbeiten. Weder der Vorstand noch die Abteilungsleiter. Und wenn man jetzt nun eigenen Callcenter-Mitarbeitern beibringen will, wie die Kunden ticken in verschiedenen Gruppieren, wie ticken die Geschäftskunden, die Familien, Neukunden und so weiter und so fort. Das kann man ja keinem in die Hand drücken. Das heißt, man muss da die Essenz rausarbeiten und das habe ich dann gemacht mit einem Team, mich immer wieder abgestimmt und dann hatten wir nachher ein
eine 70-seitige Unterlage, die man natürlich prima zu Schulungszwecken und zum Erstellen eines Handbuchs nutzen kann. Das habe ich dann auch noch gemacht. Ja, mit vielen Leuten abstimmen ist so das Zauberwort. Egal, ob du jetzt als Berater oder als Projektmanager in einem Unternehmen bist oder ob du da eine Position ausfüllst, so wie als Interim-Manager, man muss sich natürlich abstimmen. Den ganzen Tag muss man sich abstimmen, nicht nur nach oben mit der Geschäftsleitung oder nach unten mit den Mitarbeitern, die natürlich sehr viel Erfahrung haben, sehr viel Wissen haben, aber man muss natürlich auch quer mit den anderen Abteilungen sprechen. Und für einen großen Lebensmittelhersteller heißt es dann schon mal, dass man 3, 4 verschiedene Länder irgendwie koordiniert. Einmal den zentralen Sitz, dann den Europasitz, den Deutschlandsitz und vielleicht noch den zweiten Deutschlandsitz, wo dann die Technik hängt. Also alles furchtbar komplex, aber irgendeiner muss es ja ordnen und das macht mir halt total Spaß. Ich denke unheimlich gern, ich denke unheimlich viel. Das ist manchmal zu viel, also muss man irgendwie lernen, dass man seine Gedanken in Ordnung bringt und strukturiert. Und wenn ich das für mich kann, dann kann ich das halt eben auch für andere. Das heißt, in großen Unternehmen, aber auch schon in kleinen, gibt es natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Ideen, wie man etwas machen kann, was man als nächstes machen will als Unternehmen. 1000 kleine und große Projekte, die man koordinieren muss. Und insofern braucht man halt Projektmanager. Und wenn es viele Projekte gibt, dann muss man diese Projekte auch noch zusammenführen. Dafür hat man einen Programmmanager. Also jeder, der zuschaut und sich mit dem Gedanken trägt, ist es etwas für mich. Natürlich von meiner Perspektive sage ich, yo, go for it, ja, ist dein Ding. Aber es hängt natürlich von den handelnden Personen ab. So, wenn du sagst, ich muss jeden Tag um 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr dann nach Hause, weil ich mich kümmern muss um XYZ, das wird sicherlich nicht gehen. Du bist meistens unter der Woche beim Kunden. Du kannst natürlich auch vereinbaren, dass du Teile davon als Homeoffice machst, aber fest steht, dass du eine gewisse Anzahl von Tagen beim Kunden vor Ort sein musst. Wenn das in deiner Stadt ist, umso besser. Auch da musst du damit rechnen, dass du halt abends halt nicht mal vor 9 Uhr, 10 Uhr abends rauskommst. Also es gibt viele Unternehmensberater, die 11 Stunden, 12 Stunden, vielleicht auch länger beim Kunden sind. Und das lässt sich auch gut aushalten über eine gewisse Zeit. Also ich habe das über Jahre gemacht. Ich war dann vor Ort, bin um 9 Uhr aufgeschlagen, manchmal auch früher, und war dann um 9 Uhr abends raus und dann machst du nicht mehr viel. Dann kaufst du dir irgendwie im DM noch so eine Tofu-Wurst und isst die auf dem Weg und dann ab in die Haie, weil du fertig bist. So, aber du lernst wahnsinnig viel dazu. Du musst dir vorstellen, ich komme ja aus dem Automobilbereich. Ich war irgendwann mal Leiter Marketing bei einer großen europäischen Marke hier in Deutschland und dachte dann, wow, wenn ich mich selbstständig mache, ich werde erstmal Autokunden beraten, weil das konnte ich ja. Zu dem Zeitpunkt war aber der Automarkt, ich möchte sagen, in einer Art Starre. Und das, was dringend Unterstützung brauchte, war der Mobilfunkmarkt. Also ich habe dann angefangen bei Mobilfunkunternehmen. Durch persönliche Kontakte, die gesagt haben, Christian, wir brauchen dich da. Und ich sagte, ich habe von Mobilfunk keine Ahnung, außer dass ich ein Handy habe. Und die haben mir das wohl zugetraut, also habe ich mir das auch zugetraut. Ich kann euch sagen, ich habe mich gefühlt auf dem Weg zu diesem Projekt, wie als wenn ich zum Mond fliegen würde. Und einerseits so, dass ich Angst hatte,
dass du irgendwie auf Tausenden von Tonnen Treibstoff sitzt. Aber auch so, dass ich diesen Weg unheimlich spannend fand und wissen wollte, was passierte. Und ich weiß noch genau, ich traf mich vor dem ersten Zusammenkommen mit meinem kleinen Team, das ich dann das erste Mal gesehen habe. Und wir sind dann da reingegangen. Boah, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Adrenalin du in dir hast. Du musst gleich vom ersten Tag, vom ersten Moment performen, wie man das nennt. Also du musst abliefern. Und ich kann gut unter Druck arbeiten. Das ist so etwas wie es mir selbst zu beweisen. So wie man im Gym sich halt nochmal irgendwie 1 Kilo mehr drauflegt, um zu sehen, ob man das kann. Und für mich ist das bis heute total geil, muss man das schneiden, einen neuen Kunden kennenzulernen und dort zu sehen, wie der Hase läuft. So, nun hat man Projekte, die dauern 3 Monate, man hat Projekte, die gehen auch schon mal länger. Man hat das oft, dass man von einer Aufgabe in die nächste rutscht, gerade in großen Konzernen. Da habe ich das eine erledigt, dann kommt nochmal das andere und man baut sich dadurch einen wahnsinnigen, ich möchte sagen, Freundeskreis auf von tollen Leuten, die man kennenlernt, die mit einem arbeiten, die für einen arbeiten. Und man entwickelt sich gemeinsam weiter oder aber eben auch nicht. Ja, das kann sein. Ich möchte mich weiterentwickeln und ich will euch davon erzählen. Hier auf diesem Kanal euch einerseits ganz konkrete Hilfestellungen geben und andererseits einfach von meinem Leben erzählen, sodass ihr merken könnt, ist das etwas, was ich auch will? Ist das etwas, was ich komplett anders machen will? Ich kann euch sagen, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Ich bin jetzt 55, aber ich denke gar nicht dran, mich irgendwie zurückzuziehen. Ich habe noch super viel vor. Wer rastet, der rostet. Ja? Ich habe keine Lust, immer nur auf dem Boot zu liegen und aufs Meer zu gucken, auch wenn es natürlich wunderschön ist. Aber nach einer Woche Urlaub wird mir langweilig. Ja? Ich will das Ding da oben noch ein bisschen benutzen und noch ein bisschen hinzulernen. Auch wenn das heißt, dass ab und zu meine Stimme versagt, weil ich doch den ganzen Tag nur am Reden bin. Leute, danke bis hierher. Schaut euch gerne nochmal ein anderes Video an von mir, so wie das hier. Und bitte subscriben, ja, dass ihr schön noch mehr Videos sieht als dieses hier und mich begleiten könnt auf dieser Reise. Es wird spannend, das verspreche ich euch. Und bis dahin, bleibt gesund.